Herzlich willkommen zum zweiten Video des Projekts Hackfolgen. Es geht um die Auswirkungen des Hackens auf den Boden, das Beikraut und den Ertrag. Und auch darum, ob man mit dem Hacken die Nachteile der reduzierten Bodenbearbeitung mindern kann. Der Pflug hat diverse Vorteile. Er macht die Bearbeitung einfach und schafft einen reinen Tisch, ist aber auch in der Diskussion um den Klimawandel ein Stück weit in Verruf geraten und man sucht nach Alternativen und möchte den Pflug auch gerne mal vermeiden. Eine Alternative zum Pflug ist die reduzierte Bodenbearbeitung. Sie führt im Biolandbau aber oft zu weniger Stickstoffmineralisation, mehr Beikraut und dadurch zu etwas tieferen Erträgen. Deshalb braucht es zusätzliche Stellschrauben. Eine davon ist das Hacken. In einem 2023 gestarteten Projekt untersuchen wir verschiedene Hackvarianten, von 0-mal Hacken über 1-mal Hacken bis 2-mal Hacken. Maike Große wollte herausfinden, wie sich die unterschiedlichen Hackvarianten vor allem auf die Stickstoffmineralisierung und den Humusabbau, aber auch auf das Unkraut und auf den Ertrag auswirken. Die Untersuchungen wurden in Silomais und Winterweizen durchgeführt. Hier sehen wir die Ergebnisse der Stickstoffmineralisierung in den oberen 20 cm des Bodens für die gepflügten Varianten. Im Februar wurden relativ niedrige Werte von rund 15 Kilogramm Stickstoff pro Hektar gemessen. Zwischen 0, 1-mal und 2-mal Hacken zeigten sich keine signifikanten Unterschiede. Bis Juni stiegen die Werte nur leicht an. Erst Ende Juli nahmen sie deutlicher zu und erreichten rund 30 Kilogramm Stickstoff. Die Verfahren mit reduzierter Bodenbearbeitung unterschieden sich bis zum letzten Termin nicht von den gepflügten Varianten. Erst im Juli waren die Werte der reduzierten Verfahren etwas tiefer als beim Pflug. Hier besteht ein Unterschied zu den Ergebnissen des Vorjahres, wo wir ja ein sehr hohes Stickstoffniveau hatten und durch das Hacken Zugewinne von rund 50 Kilogramm N pro Hektar. Da hatten wir allerdings eine andere Vorkultur, also Kleegras versus jetzt Silomais im zweiten Jahr und eine andere Hauptfrucht, nämlich Silomais statt jetzt Winterweizen mit jeweils anderen Verläufen in der N-Aufnahme. Beim Kohlenstoffabbau gingen die Forschenden zunächst davon aus, dass das Hacken die mikrobielle Aktivität anregt und dadurch mehr Humus abgebaut wird. Dies könnte über eine höhere Kohlenstofffreisetzung gemessen werden. Aber es kam anders. Hier seht ihr das Ergebnis. Die roten Balken stellen die Balken in der gepflügten Variante dar und die grünen Balken im reduzierten Verfahren. Links seht ihr die Emissionen aus der Anbausaison 2023 und rechts die aus der Saison 2024. Entgegen unserer Erwartungen haben wir 2023 gar keine Unterschiede gesehen, weder zwischen der Bodenbearbeitung noch den Hackintensitäten. 2024 dagegen haben wir ein insgesamt höheres Emissionsniveau im Weizen gehabt und auch wieder wenig Unterschiede zwischen den Hackvarianten. Obschon sich der hohe Wert im ungehackten Pflugverfahren 2024 nicht plausibel erklären lässt, kommt Maike Kraus zu einem klaren Schluss. Unsere Messungen zeigen also, dass man mit dem Hacken keinen bedeutenden Humusabbau befürchten muss. Der Unkrautdeckungsgrad war 2024 im Pflugverfahren etwas niedriger als in der reduzierten Bodenbearbeitung. Und in beiden Systemen konnte mit jedem zusätzlichen Hackdurchgang das Unkraut reduziert werden. In diesem Jahr wirkten sich die Unterschiede im Beikrautdeckungsgrad nicht auf den Ertrag der Hauptfrucht aus. Hier ist der Kornertrag dargestellt. Wir sehen insgesamt geringe Unterschiede. Nur beim einmaligen Hacken im Pflugverfahren sehen wir einen leichten Mehrertrag. Im reduziert bearbeiteten Verfahren sehen wir gar keine Unterschiede. Zusätzlich zum Stickstoffgehalt in Boden haben die Forschenden auch den Stickstoffgehalt in den Pflanzen und in den Körnern gemessen. Dabei zeigte sich, der N-Ertrag wurde durch das Hacken erhöht. Die Werte lagen im Pflugverfahren jeweils etwas höher als im reduzierten. Dieses Ergebnis spiegelt auch das Ergebnis vom Vorjahr im Silomais wider. Dort haben wir auch gesehen,
Vor allem, wenn der Ertrag in manchen Varianten nicht so hoch war, war doch der Stickstoffgehalt höher, was ja auch relevant ist für die Fütterung oder beim Weizen dann für die Backqualität. Zusätzlich zu dem Exaktversuch in Aesch hatten wir auch Streifenversuche auf landwirtschaftlichen Betrieben, sowohl mit Silomais als auch Winterweizen. Und zusammenfassend kann man sagen, dass sich das Hacken eher im Ertrag des Silomais widerspiegelt als vom Weizen. So hatten wir beim Silomais etwa 20% Trockensubstanzertrag mehr durch das Hacken, während wir im Weizen keinen Mehrertrag hatten. Das Projektziel war zu untersuchen, wie sich das Hacken auf den Boden, auf die Umwelt und auf den Ertrag auswirkt und ob es das reduzierte Bodenbearbeitungsverfahren signifikant verbessern kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Hacken sich auf den Humusabbau nicht negativ ausgewirkt hat, dass es sich auf den Stickstoffgehalt des Bodens unterschiedlich ausgewirkt hat, je nach Vorkultur und je nach Hauptkultur, und dass es sich auf den Ertrag beim Silomais stärker ausgewirkt hat als beim Winterweizen. Die Erwartung, dass mit dem Hacken das reduziert bearbeitete Verfahren wesentlich verbessert werden kann, hat sich nicht erfüllt. Uns würde natürlich interessieren, wie sind eure Erfahrungen mit dem Hacken und der Bodenbearbeitung im Ökolandbau? Schreibt das gerne in die Kommentare.